Protokollauszug, Standort DE 4. Der Raum wurde zunächst als vollkommen unauffällig eingestuft. Ein umfunktionierter Aufenthaltsraum im unteren Verwaltungsbereich von Standort DE 4, vorgesehen für Pausen zwischen Schichten, informelle Besprechungen und gelegentliche psychologische Nachsorge. Ein funktionaler Ort ohne besondere Merkmale. Keine registrierten Anomalien, keine auffälligen Messwerte, keine mimetischen oder psionischen Ausschläge. Ein Raum wie viele andere, bis zur 2. Dezemberwoche. Ohne formale Anweisung, ohne Koordination durch die Standortleitung, begann das Personal, den Raum zu dekorieren. Zunächst beiläufig, eine einzelne Lichterkette an einem Regal, ein gefalteter Papierstern an der Wand. Nichts Auffälliges, nichts Meldepflichtiges. Schließlich stellte jemand einen kleinen Weihnachtsbaum in eine freie Ecke des Raumes. Er wurde nicht beantragt, nicht registriert, nicht genehmigt. Später konnte niemand mit Sicherheit sagen, wer den ersten Schritt getan hatte. Es existieren keine Aufzeichnungen, keine Kameradaten, keine eindeutigen Zeugenaussagen. Nur die übereinstimmende Aussage, dass es sich in diesem Moment richtig angefühlt habe. Natürlich, angemessen, fast notwendig. Innerhalb weniger Tage begann sich die Atmosphäre des Raumes zu verändern. Nicht messbar, nicht quantifizierbar. Weder physikalisch, noch thaumaturgisch oder mimetisch auffällig. Alle Instrumente blieben unauffällig. Und doch blieben Menschen länger als vorgesehen. Pausen wurden ausgedehnt. Gespräche wurden leiser, persönlicher. Mitarbeiter setzten sich nebeneinander, ohne konkreten Anlass. Einige berichteten von einem Gefühl unerklärlicher Ruhe, andere von einer leichten Melancholie, die sie nicht als unangenehm beschrieben. Jährliches Sonderprotokoll. DE 4 Theta, Stille Nacht. Ab dem 15. Dezember eines jeden Jahres wird im betroffenen Sektor von Standort DE 4 automatisch das Sonderprotokoll DE 4 Theta, intern auch Stille Nacht genannt, aktiviert. Die Maßnahmen treten ohne Vorwarnung in Kraft und gelten bis zum 2. Januar des folgenden Jahres. Das Protokoll ist vollständig automatisiert, von der Standortleitung kaum beeinflussbar und unterliegt direkt der Aufsicht des O4-Rates. Der Zugang zum betroffenen Aufenthaltsraum wird strikt verboten. Nur ausgewähltes, essentielles Personal darf ihn betreten und dies ausschließlich zu klar definierten, dokumentierten Arbeitszwecken. Alle anderen Mitarbeiter werden entweder vorübergehend versetzt, freigestellt oder in angrenzende neutrale Bereiche umgeleitet, die keinerlei Bezug zu psionischen oder mimetischen Aktivitäten aufweisen. Die Personalstärke in den angrenzenden Bereichen wird auf Minimalbesetzung reduziert, sodass jede Form von Überwachung, Interaktion oder menschlicher Resonanz streng kontrolliert bleibt. Psychologische Betreuung wird nicht präventiv angeboten, sondern nur auf ausdrückliche Anfrage, da das Protokoll gezielt darauf ausgelegt ist, emotionale Resonanzen zu minimieren. Selbst minimale psychische Reaktionen könnten das Gleichgewicht der Anomalie stören. Jegliche Dekoration, insbesondere saisonale oder religiöse Symbole, ist zu entfernen. Das Aufstellen von Weihnachtsbäumen, Lichterketten, Kerzen oder Musikquellen wird als Protokollverstoß gewertet. Selbst der geringste Hinweis auf festliche Stimmung gilt als potenzieller Trigger für unerwartete psionische Reaktionen. Die offizielle Begründung lautet: Reduktion emotionaler Trigger zur Minimierung psionischer und mimetischer Aktivität. Jede Form von kollektiver Stimmung oder symbolischer Bedeutung kann die Stabilität der Anomalie beeinträchtigen. Inoffiziell existieren kaum noch Aufzeichnungen darüber, seit wann DE 4 Theta tatsächlich etabliert wurde. Einige Hinweise deuten auf frühe Vorfälle in den 1960er Jahren hin, aber genaue Daten fehlen. Ebenso unklar ist, warum das Protokoll jedes Jahr reaktiviert wird. Es scheint mehr ein Ritual als eine rein logische Maßnahme zu sein, ein festgefahrener Reflex innerhalb der Standortbürokratie. Mitarbeiter berichten von subtilen Veränderungen. Der Raum selbst wirkt kälter, gedämpfter, als ob jede Freude, jedes Lachen und jede Bewegung der Zeit gehorchte. Das Protokoll verändert nicht nur das Personal. Es verändert die Atmosphäre, die Wahrnehmung und die Stimmung, bevor die Anomalie überhaupt aktiv wird. Psychologische Randnotiz.
Aus Sicht der Standortpsychologie stellt Sonderprotokoll DE4 Theta kein klassisches Schutzprotokoll dar. Es dient weder der Eindämmung einer klar definierten Gefahr noch der Prävention eines konkret verstandenen Risikos. In seiner praktischen Wirkung gleicht es vielmehr einem Vermeidungsritual. Die Maßnahmen folgen keinem kausalen Modell, sondern einem emotionalen Reflex. Man reduziert Menschen. Man reduziert Nähe. Man reduziert Bedeutung. Nicht, weil empirisch belegt wäre, dass diese Reduktion eine Eskalation verhindert, sondern weil man fürchtet, was entstehen könnte, wenn man es nicht tut. Der Raum wird gemieden, nicht analysiert. Seine Wirkung wird abgeschwächt, nicht verstanden. Und jede Wiederholung des Protokolls bestätigt unbewusst die Annahme, dass Nähe, Ritual und gemeinsame Bedeutung etwas Gefährliches darstellen müssen. Psychologisch betrachtet ist dies paradox. Durch den Entzug von Aufmerksamkeit wird der Raum nicht neutralisiert. Er wird nicht beruhigt. Er wird nicht leer, er wird gefüttert. Denn Bedeutung verschwindet nicht, wenn man sie ignoriert. Sie verdichtet sich. Und jedes Jahr, in dem DE4 Theta aktiviert wird, lernt der Raum aufs Neue, was ihm entzogen wird und wonach er greift. Die ersten Anzeichen. Das Personal, das den Aufenthaltsraum weiterhin regelmäßig nutzte, begann über Auffälligkeiten zu berichten. Keine akuten Vorfälle, keine Panik, keine klassischen Symptome, die sofort eine Eindämmung gerechtfertigt hätten. Stattdessen traten Erinnerungslücken auf, nicht im medizinischen Sinne. Keine vollständige Amnesie, keine Desorientierung, etwas Subtileres. Betroffene erinnerten sich weiterhin an Fakten, an Namen, Daten, Ereignisse. Doch die emotionale Bedeutung dieser Erinnerungen schien abgeschwächt oder vollständig entkoppelt. Ein Techniker konnte problemlos berichten, dass er eine Schwester gehabt hatte. Er wusste, dass sie verstorben war. Er wusste auch wann. Er konnte jedoch nicht mehr rekonstruieren, warum dieser Verlust ihn früher belastet hatte oder ob er es überhaupt je getan hatte. Eine Sicherheitsmitarbeiterin konnte die Namen ihrer Kinder nennen, ihre Geburtsdaten, ihre Lieblingsfarben. Doch bei der Befragung blieb ihre Stimme konstant. Keine Veränderung der Herzfrequenz. Keine emotionale Reaktion. Auf Nachfrage beschrieb sie ihre Beziehung zu ihnen als funktional korrekt. Weitere Berichte folgten. Erinnerungen an gemeinsame Feiertage ohne das Gefühl von Wärme, Wissen um Freundschaften ohne das Empfinden von Nähe, Trauer ohne Schmerz, Freude ohne Resonanz. Die Psychologieabteilung führte die Symptome zunächst auf saisonale Belastung zurück. Jahresendstress, erhöhte Arbeitsdichte, emotionale Erschöpfung in Verbindung mit Lichtmangel und Schichtbetrieb. Doch mit fortschreitender Auswertung wurde ein Muster sichtbar. Alle betroffenen Personen hielten sich regelmäßig im selben Raum auf. Andere Abteilungen zeigten keine vergleichbaren Auffälligkeiten. Die Intensität der Symptome korrelierte direkt mit der Aufenthaltsdauer. Nicht global, nicht standortweit, lokal. Daraufhin wurde der Raum unter Beobachtung gestellt. Unauffällig, passiv und vorerst ohne offizielle Einstufung als anomales Objekt. Psychologischer Bericht. Dr. leitender Standortpsychologe von Standort DE4, fasste das beobachtete Phänomen in einem späteren internen Bericht wie folgt zusammen. Der Raum entzog keine Erinnerungen. Er entzog deren emotionale Verankerung. Kognitive Inhalte blieben vollständig erhalten. Autobiografische Daten, soziale Zuordnungen, zeitliche Einordnung, all das funktionierte weiterhin fehlerfrei. Was fehlte, war das Gewicht. Erinnerungen wurden zu neutralen Datensätzen. Beziehungen zu abstrakten Konzepten. Emotionen traten nicht mehr als Reaktion auf Gedanken auf, sondern nur noch als theoretisch bekannte Zustände. Betroffene wussten, dass sie etwas hätten fühlen sollen. Sie fühlten es nur nicht mehr. Besonders auffällig war dabei die Wechselwirkung mit der Jahreszeit. Nicht religiös, nicht kulturell im engeren Sinne, sondern psychologisch. Weihnachten ist kein Datum. Es ist ein Verdichtungspunkt. Er bündelt familiäre Nähe, soziale Erwartungen, Erinnerungen an Verlust, Geborgenheit, Schuld, Hoffnung und Enttäuschung in ungewöhnlich hoher Dichte. Selbst Personen ohne emotionale Bindung an das Fest reagieren messbar auf diese Konstellation, durch gesteigerte Erinnerungstätigkeit und erhöhte Selbstreflexion. Der Raum reagierte auf genau diese Verdichtung. Je stärker emotionale Bedeutung in den Raum eingebracht wurde,
desto konsequenter schien er sie aufzulösen. Nicht zerstörend. Nicht aggressiv, sondern glättend. Als würde er emotionale Spitzen als Störrauschen interpretieren und neutralisieren. Dr. merkte in seinem Bericht an, dass der Raum nicht wirkte wie ein entziehendes Phänomen, sondern wie ein ausgleichendes. Nicht darauf ausgerichtet, Schaden zu verursachen, sondern darauf, Intensität zu reduzieren. Der Raum macht Menschen nicht leer, schrieb er. Er macht sie erträglich ruhig. Und fügte handschriftlich hinzu, die Frage ist nicht, was er nimmt, sondern warum wir ihn trotzdem immer wieder dekorieren wollen. Der heilige Abend. Am 24. Dezember wurde der Raum offiziell gesperrt, die Zugangscodes deaktiviert, die Kameras auf Standby gesetzt. Ein routinierter Akt wie jedes Jahr. Inoffiziell ignorierte man die Anweisung. Gegen 18 Uhr versammelte sich eine kleine Gruppe. Nicht geplant. Nicht eingeladen. Sicherheitskräfte aus der Spätschicht. Ein Techniker, dessen Dienst eigentlich bereits beendet war. 2 Personen aus der medizinischen Abteilung, die noch etwas abholen wollten. Kein Protokoll, kein gemeinsamer Zweck. Nur das stille Einverständnis, noch nicht gehen zu wollen. Niemand brachte Geschenke mit. Niemand spielte Musik. Niemand versuchte, eine Stimmung herzustellen oder Bedeutung zu erzwingen. Der Baum stand noch da, geschmückt, beleuchtet. Ein formaler Protokollverstoß, der niemandem mehr auffiel. Aber niemand sah ihn an. Sie saßen einfach zusammen. Auf Stühlen, die zufällig im Kreis standen. Mit Jacken noch an. Mit Kaffeebechern in der Hand, die längst kalt geworden waren. Das Gespräch begann beiläufig. Unverbindlich. Ein Techniker erzählte von einem Hund, den er früher gehabt hatte. Kein dramatischer Tonfall. Keine Pointe. Nur eine Erinnerung, die nichts Besonderes beanspruchte. Eine andere Person hörte zu, fragte nach dem Namen, wie alt der Hund geworden sei, ob er groß gewesen sei oder eher klein. Es war kein emotionaler Moment. Kein Ausbruch. Keine Tränen. Kein Lachen. Aber es war Präsenz. Die Gespräche verlangsamten sich. Nicht, weil jemand müde war, sondern weil niemand unterbrechen wollte. Pausen entstanden, ohne unangenehm zu sein. Niemand füllte sie reflexhaft. Und genau hier veränderte sich etwas. Später konnte niemand genau sagen, wann. Es gab kein Geräusch, kein Lichtphänomen, keine messbare Abweichung in den Sensoren. Aber für einen kurzen Zeitraum, geschätzt zwischen 19:12 Uhr und 19:27 Uhr, berichteten alle Anwesenden unabhängig voneinander von demselben Eindruck, dass der Raum nichts nahm. Zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen entzog er keine Bedeutung, glättete keine Emotion, neutralisierte keine Erinnerung. Er blieb still, als würde er zuhören. Der Bruch mit dem Protokoll. Der heilige Abend, an dem sich das Personal im Raum versammelte, war kein geplanter Test, keine kontrollierte Exposition, kein genehmigtes Experiment unter Laborbedingungen. Es war ein Verstoß, mehr Menschen als erlaubt. Gleichzeitig. Ohne zeitliche Staffelung, ohne psychologische Vorbereitung oder anschließende Evaluation. Emotionale Gespräche, wenn auch leise geführt. Erinnerungen mit persönlicher Bedeutung. Zwischenmenschliche Nähe, die laut Protokoll explizit zu vermeiden war. Kein Rückzug. Keine Isolation. Kein Abbruch, als die Aufenthaltsdauer überschritten wurde. Aus Sicht der Protokolle war dies genau die Konstellation, die DE4-Täter verhindern sollte. Und trotzdem, oder gerade deshalb, blieb die erwartete Wirkung aus. Die nachfolgenden Schichtberichte zeigten keine Anzeichen des sonst üblichen emotionalen Abbaus. Keine Abflachung. Keine Entfremdung von biografischen Inhalten. Kein Verlust affektiver Reaktionen in den folgenden Tagen. Die psychologische Nachkontrolle, routinemäßig für alle beteiligten Personen angesetzt, ergab keine Auffälligkeiten. Keine Dissoziation. Keine verzögerte Reaktion, keine Notwendigkeit zur Amnesisierung. Zum ersten Mal seit Bestehen von DE4-Täter. Dieser Umstand wurde intern nicht als Erfolg gewertet, auch nicht als Entwarnung, sondern als Problem, denn das Sonderprotokoll beruhte auf einer klaren Annahme, dass Nähe, Bedeutung und emotionale Verdichtung den Effekt verstärken. Der heilige Abend bewies das Gegenteil. Nicht Reduktion hatte stabilisiert, nicht Kontrolle, nicht Vermeidung.
sondern etwas, das in keinem Protokoll messbar ist. Gemeinsame Präsenz ohne Erwartung. Erinnerung ohne Instrumentalisierung. Zugehörigkeit ohne Ritual. Und genau das stellte eine weitaus beunruhigendere Frage. Wenn DE4-Täter nicht deshalb funktioniert, weil es Isolation erzwingt, sondern vielleicht nur, weil niemand es je anders versucht hat. Was genau wird dann jedes Jahr wirklich eingedämmt? Das Ausbleiben der Anomalie. Die Sensoren zeigten weiterhin Aktivität. Der Raum war nicht inaktiv. Die bekannten Ausschläge blieben innerhalb der erwarteten Parameter. Und doch trat das Phänomen nicht ein. Aus psychologischer Sicht fehlte der Angriffspunkt. Keine Erwartungshaltung. Kein innerer Druck, etwas empfinden zu müssen. Kein Versuch, Bedeutung zu erzwingen. Niemand wollte, dass dieser Abend besonders wurde. Niemand versuchte, Weihnachten herzustellen, zu retten oder zu imitieren. Es gab keine Rituale, keine Symbole, keine Forderung an den Moment. Die Nähe entstand nicht durch den Raum. Sie entstand trotz des Raumes. Der leitende Psychologe beschrieb den Zustand später als emotionale Sättigung ohne externen Auslöser. Nicht Glück. Nicht Trauer. Sondern etwas Ruhigeres. Nachtrag. Bewertung des U4-Rates. Protokoll DE4-Täter basiert auf der Grundannahme, dass Isolation Kontrolle bedeutet. Dass die Reduktion von Personal, Nähe und emotionaler Interaktion die einzig verlässliche Methode darstellt, um anomale Reaktionen im betroffenen Sektor zu begrenzen. Der Vorfall am 24. Dezember legt nahe, dass diese Annahme unvollständig ist. Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass Isolation nicht lediglich ein Eindämmungsmechanismus darstellt, sondern möglicherweise selbst Teil der anomalen Reaktionskette ist. Mit anderen Worten, das Protokoll könnte nicht verhindern, sondern auslösen. Diese Erkenntnis wurde zur Kenntnis genommen. Sie wurde bewertet, sie wurde nicht weiterverfolgt. Empfehlung des O4-Rates: keine Änderung des bestehenden Protokolls. Begründung: Ein Abweichen von DE4-Täter würde eine bewusste Exposition gegenüber einem Effekt bedeuten, dessen vollständige Parameter unbekannt sind. Der Vorfall zeigt, dass Nähe den Effekt möglicherweise abschwächt. Er beweist jedoch nicht, dass sie ihn kontrollierbar macht. Die Foundation ist nicht dafür zuständig, Hoffnung zu testen. Wir sind dafür zuständig, Schäden zu begrenzen. Und wir sind nicht bereit, das Gegenteil zu riskieren. Der Morgen danach. Am nächsten Morgen zeigte das betroffene Personal keine weiteren Symptome. Keine Euphorie. Keine Erleichterung. Aber auch keinen weiteren Verlust. Die üblichen Nachwirkungen blieben aus. Keine emotionale Abflachung. Keine zusätzliche Entkopplung von Erinnerungen. Die Betroffenen wirkten müde, aber stabil. So wie nach einer ruhigen Nacht. Die Anomalie hatte nicht aufgehört zu existieren. Die Messwerte bestätigten das eindeutig. Sie hatte nur aufgehört zu wirken. Der Raum wurde noch am selben Tag versiegelt. Dekorationen wurden entfernt. Der Baum entsorgt. Ohne Dokumentation, ohne Kommentar. Das anwesende Personal erhielt partielle Amnestika. Nicht wegen dessen, was geschehen war, sondern wegen dessen, was nicht geschehen war. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Vorsicht. Denn ein Ort, der Anomalien nicht auslöst, wenn Menschen nichts von ihm erwarten, stellt eine andere Art von Risiko dar. Einordnung des Weihnachtswunders. Das Wunder bestand nicht darin, dass die Anomalie verschwand. Alle Messungen, alle Aufzeichnungen, alle Erfahrungswerte sprechen dagegen. Der Raum blieb aktiv. Die anomale Struktur blieb erhalten. Nichts wurde geheilt, nichts neutralisiert, nichts verstanden. Das Wunder bestand darin, dass die Anomalie für einen kurzen Zeitraum keine Angriffsfläche fand. Sie reagierte nicht auf Objekte, nicht auf Symbole, nicht auf Dekorationen oder Rituale. Sie reagierte auf Menschen. Genauer, auf das, was Menschen gewöhnlich mit Weihnachten verbinden. Erwartungen, Rollen, Verpflichtungen, die unausgesprochene Forderung, Nähe zu empfinden. Die Erwartung, dass etwas bedeutungsvoll sein muss. An diesem Abend fehlte all das. Niemand versuchte, einen Moment zu schaffen. Niemand wollte Trost, Erinnerung oder Erlösung. Niemand suchte nach dem Gefühl von Familie. Es gab keine Inszenierung von Nähe. Keine performative Emotion.
Keine erzwungene Bedeutung, es waren nur Menschen in einem Raum, die nichts voneinander wollten, außer Anwesenheit. Und genau darin lag die Abweichung. Nicht Freude, nicht Glück, sondern Akzeptanz ohne Forderung. Der Raum konnte darauf nicht reagieren, nicht weil er harmlos geworden war, sondern weil ihm das fehlte, was er normalerweise nutzte. Erwartung ist ein Signal, Bedeutung ist ein Verstärker, Isolation ist der Katalysator. Und genau das ist es, was das Protokoll jedes Jahr verhindert. Nicht die Anomalie, sondern die einzige Konstellation, in der sie wirkungslos bleibt. Interne Anmerkung des O4-Rates. Wir gingen davon aus, dass der Raum Weihnachten imitiert. Rituale ohne Glauben, Symbole ohne Kontext, Emotionen ohne Ursache. Die Auswertung legt nahe, dass diese Annahme falsch war. Der Raum simulierte nichts. Er entfernte nur alles, was wir gewöhnlich hinzufügen. Was blieb, war keine Anomalie. Es war ein Zustand. Menschen ohne Erwartung. Nähe ohne Verpflichtung. Bedeutung ohne Inszenierung. Die Foundation ist darauf ausgelegt, Abweichungen zu kontrollieren. Doch dieser Vorfall deutet darauf hin, dass das Weglassen selbst eine Form von Abweichung sein kann. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum wir dieses Protokoll beibehalten. Nicht, weil es sicher ist, sondern weil wir nicht wissen, was geschieht, wenn wir es nicht tun. Abschluss. Der Raum existiert weiterhin, versiegelt, ungenutzt. Manchmal flackern die Sensoren, ohne erkennbaren Grund, als erinnerten sie sich selbst an den Abend. Jedes Jahr im Dezember meldet sich jemand, leise, inoffiziell, mit dem Wunsch, den Raum wieder zu betreten. Nicht offiziell, nicht schriftlich, nur um für einen Moment dort zu sein. Denn das eigentliche Wunder war nie das, was der Raum tat oder nicht tat. Es war das, was er an diesem einen Abend nicht nehmen konnte. Die Nähe zwischen Menschen, die stillen Gespräche, die unaufgezwungene Gemeinschaft. Ein Wunder, das zeigt: Glück, Verbundenheit und Wärme lassen sich nicht erzwingen. Sie entstehen, wenn man loslässt, wenn man Erwartungen, Rollen und Zwang beiseite legt. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Lektion von DE4-Theta. Weihnachten ist kein Protokoll. Weihnachten ist, was wir zulassen, wenn wir den Raum und einander freilassen.